Hallo, bist du bereit für den Töpferkurs? Hallo, ja, ich bin sehr gespannt. Super. Ich heiße Markus und du? Ich heiße Lena, schön dich kennenzulernen. Ebenso, Lena. Hast du schon Erfahrung mit Ton? Nein, das ist mein erstes Mal. Kein Problem. Wir fangen mit den Grundlagen an. Hier ist der Ton. Du musst ihn zuerst kneten, Warum muss ich den Ton kneten? damit er weich und gleichmäßig wird. Ah, verstehe. So wird er besser formbar. Genau. Versuch mal, den Ton mit beiden Händen zu kneten. Okay, ich spüre, wie er weicher wird. Sehr gut. Jetzt setzen wir den Ton auf die Töpferscheibe. Wie stelle ich den Ton auf die Scheibe? Drücke ihn fest in die Mitte. Das ist wichtig. Ich versuche es. So? Perfekt. Die Mitte ist entscheidend für das Drehen. Jetzt drehen wir die Scheibe langsam an. Oh, die Scheibe dreht sich. Das ist spannend. Ja, jetzt musst du den Ton mit den Händen zentrieren. Wie mache ich das genau? Drücke den Ton leicht mit beiden Händen nach innen. Ich merke, wie sich der Ton bewegt. Genau. Wenn er gut zentriert ist, bleibt er stabil. Das ist gar nicht so einfach. Übung macht den Meister. Du machst das gut. Jetzt machen wir eine kleine Schüssel. Wie forme ich eine Schüssel? Drücke mit den Daumen in die Mitte des Tons. Okay, ich drücke vorsichtig. Sehr gut. Jetzt zieh die Seiten nach oben. Ich ziehe mit den Fingern. So? Ja, genau. Langsam und gleichmäßig. Es fühlt sich weich an, aber ich habe Angst, es kaputt zu machen. Keine Sorge, der Ton ist flexibel. Was passiert, wenn ich zu fest drücke? Dann kann die Schüssel brechen oder sich verformen. Ich versuche vorsichtig zu sein. Sehr gut. Du hast ein gutes Gefühl dafür. Jetzt machen wir den Rand glatt. Wie glätte ich den Rand? Benutze einen nassen Schwamm und streiche sanft. Das fühlt sich angenehm an. Ja, es gibt dem Ton eine schöne Oberfläche. Was mache ich nach dem Formen? Wir lassen die Schüssel trocknen und brennen. Brennen. Was bedeutet das? Das ist ein Prozess, um den Ton hart zu machen. Ah, also wird die Schüssel dann stabil? Genau, danach kannst du sie bemalen oder glasieren. Glasieren klingt interessant. Ja, es macht die Schüssel bunt und wasserdicht. Ich freue mich, meine erste Schüssel zu machen. Das wirst du bestimmt. Willst du noch etwas üben? Ja, ich möchte das Zentrieren noch einmal versuchen. Gute Idee. Ich helfe dir dabei. Danke, Markus, das macht Spaß. Freut mich. Töpfern ist eine schöne Kunst. Wie lange machst du schon Töpferkurse? Schon mehr als 10 Jahre. Wow, du bist sehr erfahren. Ja, und ich mag es, anderen zu helfen. Das merkt man. Du bist sehr geduldig. Danke, Lena. Geduld ist wichtig beim Töpfern. Kann man auch Figuren töpfern? Ja, das geht. Aber zuerst lernen wir die Grundlagen. Verstehe. Schritt für Schritt. Genau. Möchtest du noch eine Schüssel machen? Ja, das probiere ich gerne. Dann fang an, den Ton zu kneten. Ich fühle mich schon sicherer. Das ist toll. Du lernst schnell. Danke. Ich freue mich auf die nächsten Stunden.
Ich auch. Töpfern macht glücklich. Das glaube ich, es ist entspannend. Ja, und man kann schöne Dinge schaffen. Ich hoffe, meine Schüssel wird gut. Sie wird wunderbar. Du hast Talent. Danke, Markus. Ich bin froh, hier zu sein. Ich auch, Lena. Bis zur nächsten Stunde. Bis bald. Danke für deine Hilfe.